Schon mal jemanden sagen hören, ich glaub, ich spinne? Keiner redet da über Insekten, echt nicht. Das ist nur eine witzige Redewendung, also eine feste, lustige Phrase. Heute lernst du solche Ausdrücke, damit du im Café, mit Freunden oder im Büro locker und natürlich klingst. Wir zeigen dir Bedeutung, Gefühl und kleine Tricks und zwar entspannt auf A2-Niveau. Hey, schön, dass ihr da seid. Ich bin Tim. Freut mich total. Und ich bin Julia, die ganze Lektion ist übrigens auf Vokabli. Also, legen wir los mit dem ersten Ausdruck, ja? Das ist mir Wurst. Heißt nicht, dass du Hunger hast. Es bedeutet einfach, es ist mir egal. Ziemlich praktisch, oder? Genau. Wenn jemand fragt, Kaffee oder Tee, kannst du sagen, ist mir Wurst, aber sag es freundlich, sonst klingt es ein bisschen direkt. Noch eins, ich hab die Nase voll. Das heißt, ich bin genervt, ich hab genug. Nicht zu verwechseln mit einer echten Nase, klar. Und total häufig ist auch, ich hab Bock, das ist locker für ich habe Lust. Zum Beispiel, ich hab Bock auf Pizza, klingt jung und entspannt. Lass uns das mal kurz spielen, ja? Mini-Rollenspiel im Café. Ich bin der Kellner, du bist die Kundin, okay? Alles klar, los geht's. Guten Tag. Was möchten Sie trinken? Ich hab Bock auf eine Limo. Welche haben Sie denn? Wir haben Zitrone, Orange und Holunder. Irgendwas ist Ihnen wichtig? Ach, ist mir Wurst, bringen Sie mir einfach Zitrone. Und haben Sie vielleicht auch Kuchen? Klar, Schokokuchen oder Käsekuchen. Aber bitte, machen Sie keinen Elefanten aus einer Mücke, beide sind lecker. Haha, okay, dann nehme ich Käsekuchen. Ich will ja keinen Elefanten, nur ein kleines Stück. So, stopp, Rollenspielende. Keinen Elefanten aus einer Mücke machen, heißt, bitte übertreib nicht. Eine Mücke ist klein, ein Elefant ist riesig. Ganz genau. Und das passt gut in viele Situationen. Zum Beispiel, wenn ein Freund wegen einer kleinen Verspätung total gestresst ist. Noch ein Liebling von mir, jemand geht mir auf den Keks. Bedeutet, jemand nervt mich. Klingt süß, ist aber klar negativ. Und dann, Tomaten auf den Augen haben, das heißt, man sieht etwas Offensichtliches nicht. Zum Beispiel, die Brille liegt vor dir, aber du suchst sie überall. Ich muss ehrlich sagen, ich hab oft Tomaten auf den Augen, wenn ich morgens müde bin. Dann finde ich meine Schlüssel nie. Kenn ich. Und als Reaktion sagen viele, alter Schwede, das heißt so viel wie wow oder krass. Es ist freundlich und ein bisschen lustig. Übrigens, wenn du jemanden motivieren willst, sag einfach, ich drück dir die Daumen. Das bedeutet, viel Glück. Und ja, man drückt wirklich die Daumen. Und wenn jemand zu langsam erzählt, kannst du, na ja, freundlich sagen, Butter bei die Fische, heißt, komm zum Punkt. Aber bitte nur bei Freunden, sonst wird's zu direkt. Kurzer Tipp zur Aussprache, weil viele da kämpfen. Ich mit weichem CH wie Luft. Und ach mit hartem CH tief im Hals. Ich, ach. Ganz ruhig üben. Ja, und viele sagen, Deutsch ist mega schwer. Ich finde, mit Redewendungen macht es einfach mehr Spaß, weil du sofort klingst wie im echten Leben. Humor hilft total dabei. Bevor wir weitermachen, eine kleine echte Story. Ein Freund von mir sagte auf einer Party, ich bin voll. Er wollte sagen, ich bin satt. Aber alle dachten, oh, er ist betrunken. Oh je, ja, das passiert. Sag lieber, ich bin satt, oder mir reicht's, danke, ich bin voll ist umgangssprachlich oft betrunken. Also,
besser vermeiden. Okay, Mini-Recap, Cousin-Test. Was bedeutet, das ist mir Wurst? Weißt du's noch? Richtig, es heißt es ist mir egal, und wenn du sagst ich hab Bock, bedeutet das ich habe Lust, super, weiter geht's. Noch zwei, die oft kommen. Das ist nicht mein Bier. Heißt, das ist nicht mein Problem oder nicht mein Thema. Und, ich glaub, ich spinne. Bedeutet, ich bin überrascht oder verärgert. Wichtig, Tonfall. Ich glaub, ich spinne, kann lustig oder sauer klingen. Mit Lachen ist es witzig. Mit harter Stimme wirkt es genervt. Manche Lernende sagen, naja, Lehrbücher helfen nicht so viel im Alltag. Ich denke, Mischform ist gut. Ein bisschen Grammatik, aber dann sofort Redewendungen im Gespräch testen. Das bleibt besser im Kopf. Genau, denk in Bildern. Zum Beispiel, Tomaten auf den Augen. Stell's dir wirklich vor, dann vergisst du es nicht. Humor ist wie ein kleiner Kleber im Kopf. Lass uns noch ein kurzes Büro-Rollenspiel machen, ja? Thema, Termin und Nervosität. Okay, ich fang an. Tim, ich hab gleich ein wichtiges Meeting. Ich bin ehrlich, ich hab die Nase voll von diesen langen Präsentationen. Ach, mach mal halblang, das wird schon. Ich drück dir die Daumen. Und wenn's zu lang wird, sag freundlich, können wir mal Butter bei die Fische machen. Stimmt, danke. Und wenn Kollege Max wieder 10 E-Mails schickt, sag ich, Max, das geht mir langsam auf den Keks, aber, klar, mit einem Lächeln. Genau so. Und wenn du etwas nicht übernehmen willst, sag freundlich, sorry, das ist nicht mein Bier. Dann weiß die Person, es ist nicht dein Bereich. Es gibt auch kleine Fallen. Viele sagen zum Beispiel, ich habe einen Hund laufen, das klingt komisch. Besser, ich lasse meinen Hund laufen, oder einfach, ich gehe mit meinem Hund spazieren. Ja, Idiome sind fest. Man kann die Wörter nicht einfach tauschen. Also, lieber ganze Phrasen lernen, nicht jedes Wort einzeln. Noch ein schönes, freundliches Hals- und Beinbruch heißt, viel Glück. Klingt komisch, ist aber nett gemeint. Sag es vor einer Prüfung oder einem Termin. Und danach, wenn's gut lief, kannst du sagen, läuft bei mir. Das ist locker und positiv. Aber bitte nicht im Bewerbungsgespräch, eher mit Freunden. Wenn jemand übertreibt, passt auch jetzt mal halblang, das ist sanftes Stopp. Zusammen mit Humor ist es eigentlich ganz nett. Kurzer Aussprachehack, üb mal Keks und Hexe. Das KS knackig sprechen. Dann klingt auf den Keks gehen klarer. Kleine Sache, große Wirkung. Und wenn du etwas super findest, aber halt locker, sag mega gut oder sau gut, das ist Umgangssprache. Nicht in jeder Firma, aber mit Freunden ist's okay. Kleines Fehlerthema noch, viele sagen, ich bin heiß auf Pizza. Das klingt, sehr stark. Besser, ich hab Bock auf Pizza oder ich habe richtig Lust auf Pizza. Oder beim Datum, in Gesprächen sagen wir oft am 5. Mai. Keine Zahlenkolonne, einfach sprechen. So klingt's natürlicher und du bist entspannter. Lass uns eine Miniszene auf einer Party machen. Ich spiel den Gastgeber, du bist Gast, der satt ist, aber noch freundlich bleiben will. Gern. Hallo Tim, danke für das Essen, echt super. Ich bin satt, aber der Kuchen sieht mega gut aus. Kein Stress, Julia, mach keinen Elefanten aus einer Mücke. Nimm einfach ein kleines Stück, oder lass es. Ist mir Wurst, Hauptsache du fühlst dich wohl. Danke dir. Und falls ich beim Quiz morgen bestehe, drückst du mir die Daumen? Claro, bei Daumen.
Und wenn du's schaffst, sag ich, alter Schwede, das lief ja. Siehst du, so klingen Redewendungen natürlich. Kurz, einfach, ein bisschen Humor und zack, es macht Spaß. Noch ein Tipp. Sammle deine 3 Lieblingsredewendungen und nutz sie eine Woche lang. Nicht 10 auf einmal, nur 3. So werden sie automatisch. Und hör im Alltag mal bewusst zu. In Serien, Podcasts, im Bus. Wenn du eine witzige Phrase hörst, schreib sie auf, mit einem kleinen Beispiel. Übrigens, wenn dich etwas richtig nervt, aber du freundlich bleiben willst, sag, das ist ein bisschen viel gerade. Klingt weicher als das geht mir auf den Keks, aber hat die gleiche Richtung. Und wenn du etwas nicht verstehst, frag locker, wie meinst du das? Oder, kannst du das mal anders sagen? So lernst du neue Phrasen direkt im Gespräch. Okay, eine schnelle Runde zum Mitsprechen, ja? Ich sag's, du zu Hause wiederholst, ich hab Bock. Das ist mir Wurst. Ich drück dir die Daumen. Sehr gut. Und nochmal, ich hab die Nase voll, mach keinen Elefanten aus einer Mücke, Tomaten auf den Augen haben, klingt schon viel natürlicher. Bevor wir Schluss machen, eine Frage an euch. Welche lustige deutsche Redewendung hast du mal falsch benutzt oder neu gelernt? Schreib uns gern dein bestes Beispiel und, ja, was es bedeutet. Und wie würdest du sie in einer echten Situation sagen? Zum Beispiel im Café oder im Büro. Eine kleine Szene reicht schon. So wie versprochen. Wenn du das alles üben willst, die komplette interaktive Lektion mit Transkript, Wortkarten und kleinen Übungen ist kostenlos auf Vocably. Den Link findest du in der Beschreibung. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Genau, schnapp dir dort die Beispiele und sprich sie mal laut nach. Das macht's leicht und, na ja, echt lustig. Bis bald.